Der Mercedes W124 gilt als einer der besten Mercedes aller Zeiten. Robust, komfortabel und gebaut für die Ewigkeit. Aber eine Frage hört man immer wieder. Was verbraucht der Mercedes W124 wirklich in der Praxis? Und genau das werden wir heute ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir werden uns alle Motorisierungen anschauen und werden dabei die Verbräuche auflisten. Von den sparsamen Diesel bis hin zu den großen V8 Motoren. Bleib also dran. Hallo und herzlich willkommen. Was verbraucht ein Mercedes W124? Welcher ist der sparsamste? Und sind die Verbrauchswerte immer noch alltagstauglich? Diese Fragen werden sehr oft gestellt. Deshalb schauen wir uns heute den Kraftstoffverbrauch des Mercedes W124 ganz genau an. Das ist aber keine leichte Aufgabe, weil der Kraftstoffverbrauch von vielen Faktoren abhängig ist. Wie zum Beispiel vom Fahrstil, Wetter, Streckenprofil, vom Reifendruck, von der Zuladung und natürlich vom Fahrzeugzustand. Solltest du deshalb andere Erfahrungen mit dem Kraftstoffverbrauch gemacht haben, schreib es in die Kommentare und lass es uns wissen. Also, ich komme zur Sache und beginne mit dem Mercedes 230e. Warum mit dem Mercedes 230e? Ganz einfach, weil ich ihn selber fahre und habe ihn bereits auf Herz und Nieren getestet. Den ausführlichen Verbrauchstest kannst du dir in diesem Video anschauen, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort findest du auch meine Produktempfehlungen, die dir helfen, deinen Wagen im Top-Zustand zu halten. Der 230e, der den M102 unter der Motorhaube hat, soll in der Stadt laut Hersteller 11,4 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Bei 90 km pro Stunde 7,8 Liter und bei 120 km/h 9,3 Liter. Eine Etage höher finden wir die Angaben für das 4- und 5-Gang-Schaltgetriebe. Und jetzt die Frage. Sind die Werte realistisch und kann man sie in der Praxis erreichen? Also im Stadtzyklus ist es schon schwer, aber möglich. In meinem Verbrauchstest habe ich den Wert sogar unterschritten. Das war aber nur dank der defensiven Fahrt möglich. Ansonsten, wenn man sportlich unterwegs ist, kann man den Verbrauch sehr schnell um mehr als einen Liter erhöhen. Das gleiche gilt auch für den kleineren M102 in der 2-Liter-Version. Es gibt ihn als 200er mit dem Vergaser und als Einspritzer 200e. Beide Motoren erreichen fast identische Verbrauchswerte, die etwas niedriger sind als bei dem 230e. Der modernere E200 mit dem Vierzylinder M111 als 16-Ventiler bietet mehr Leistung bei ähnlichen Verbrauchswerten wie der M102. Mit dem Schaltgetriebe verbraucht er in der Stadt 11,3 Liter, bei 90 km/h 6,6 und bei 120 km/h 8 Liter. Bei seinem größeren Bruder E220 sieht es ähnlich aus. Statt 11,5 Liter, 90 km pro Stunde 6,6 Liter und 120 km/h 8,2 Liter. Wenn der M111 aber mit einem Automatikgetriebe kombiniert wird, muss man einen Mehrverbrauch von ca. 0,4 bis 0,5 Liter in Kauf nehmen. Und jetzt wird es laufruhiger, die 6-Zylinder. Der kleinste, der 260e mit dem M103, benötigt in der Stadt 12,9 Liter, bei 90 km/h 8,5 und bei 120 km/h 10,3 Liter. Das betrifft Fahrzeuge mit Automatik. Als Schalter verbraucht er auf der Strecke ca. 0,3 Liter weniger. In der Stadt liegt er auf dem gleichen Niveau wie Automatik. Um die Version vollständig zu machen, hier noch die Angaben für die Allradversion. In der Stadt verbraucht er mit Automatik 13,4 Liter, bei 90 km/h glatte 9 und bei 120 km/h 10,9, also fast 11 Liter. Als Schalter ist eine Stadt erstaunlicherweise durstiger und erreicht dort stolze 14,3 Liter. Das wird aber mit niedrigeren Verbräuchen bei 90 und 120 km/h ausgeglichen. Hier haben wir 8,2 und 10,3 Liter. Jetzt der größere 300e, der auch mit dem M103 fährt. So sehen seine Verbräuche aus. Wenn er mit dem Automatikgetriebe ausgestattet ist, verbraucht er in der Stadt 13,3 Liter, bei 90 km/h 8,6 und bei 120 km/h 10,4 Liter. Als Schalter verbraucht er im Stadtzyklus genauso viel. Auf der Strecke ist er dafür sparsamer. Der 300e wurde ebenfalls in der Allradversion angeboten. In der Stadt muss man bei dieser Variante mit 13,8 Litern rechnen.
Bei 90 km/h sind es knapp über 9 Liter und bei 120 km/h 11 Liter. Als Schalter ist eine Summe sparsamer, verbraucht aber in der Stadt fast einen Liter mehr. Dafür ist er bei 90 und 120 km/h auf ähnlichem Niveau wie der Hecktriebler. Der 300e24 hat den M104 unter der Motorhaube. Bei ihm sind es in der Stadt 14 Liter, bei 90 km/h 8,9 und bei 120 km/h 10,8 Liter. Und wenn er mit dem Schaltgetriebe fährt, ist er fast genauso unterwegs wie der 300e. Er verbraucht in der Stadt 14,6 Liter auf 100 Kilometer, bei 90 km/h sind es 8 Liter und bei 120 10,8. Sparsamer sind die Mopf 2 Varianten. Der 6-Zylinder M104 E280 mit Automatik verbraucht in der Stadt 13,3 Liter. Bei 90 km/h erreicht er 8,5 Liter und bei 120 km/h 10,3. Mit dem Schaltgetriebe verbraucht er im Stadtzyklus genauso viel wie die Automatikversion. Ansonsten ist er in den restlichen Bereichen etwas sparsamer. Und der größere E320, der ebenfalls von einem M104 angetrieben wird, kommt in der Stadt auf 14 Liter, bei 90 km/h liegt er bei 8,9 Liter und bei 120 km/h bei 10,8 Liter. Beim Schaltgetriebe ist es das gleiche. In der Stadt verbraucht er ca. 14 Liter, in den restlichen Bereichen ist er etwas sparsamer und benötigt ca. 0,5 Liter weniger. Jetzt die 8-Zylinder, der M119. Wir fangen an mit dem 400e bzw. mit dem E420. Mit dem Automatikgetriebe, das serienmäßig angeboten wurde, verbraucht er in der Stadt 16,9 Liter. Bei 90 km/h 10,3 und bei 120 km/h 11,9 Liter. Und in der 5 Liter Version als 500e bzw. E500 benötigt er im Stadtverkehr 17,5 Liter, bei 90 km/h 10,7 und 12,3 Liter bei 120 km/h. Wenn man aber mit dem 8-Zylinder sportlich unterwegs ist, kann man den Verbrauch deutlich erhöhen. Letztendlich spielt es aber bei dieser Motorisierung keine Rolle, denn niemand, für den der Kraftstoffverbrauch eine wichtige Rolle spielt, wird sich für diese Motorisierung entscheiden. Ein Sparfuchs hat eher den Diesel im Auge. Für ihn wäre wahrscheinlich der 200D mit dem 4-Zylinder OM601 die richtige Wahl. Er verbraucht im Stadtverkehr mit dem Automatikgetriebe 8 Liter auf 100 Kilometer. Bei 90 km/h sind es 5,7 Liter und bei 120 km/h 7,6. Mit einem Schaltgetriebe ist er sogar noch sparsamer. Man kann die genannten Werte um mindestens halben Liter reduzieren. Sein größerer Bruder, der 250D mit dem 5-Zylinder OM602, verbraucht in der Stadt 8,6 Liter, bei 90 km pro Stunde 5,9 und bei 120 km/h 7,7 Liter. Mit einem Schaltgetriebe kann man auch hier in allen Bereichen mindestens 0,5 Liter Sprit auf 100 Kilometer sparen. Den OM602 gibt es auch mit einem Turbolader, der mehr Leistung bietet und gleichzeitig verbrauchstechnisch auf ähnlichem Niveau liegt wie der Sauger. Der nächste ist der E250 Diesel mit seinem OM605 mit 4-Ventiltechnik. Als Schalter verbraucht er in der Stadt knapp über 9 Liter, bei 90 km/h 5,4 und bei 120 km/h 6,8 Liter. Mit Automatik ist eine Stadt mit 8,8 Liter etwas sparsamer. Bei 90 km pro Stunde verbraucht er 5,9 Liter und bei 120 km pro Stunde 7,7. So, und jetzt der 6-Zylinder 300D mit seinem OM603. Stadtverkehr mit Automatik 9,3 Liter, bei 90 km/h 6,2 und bei 120 km pro Stunde 7,9 Liter. Mit einem Schaltgetriebe braucht er im Stadtzyklus knapp über 9 Liter. Außerhalb der Stadt kann man mit einem Schalter ca. 0,5 Liter Kraftstoff sparen. Die Verbrauchsangaben gelten auch für die Turbo-Version. Die Differenzen sind so minimal, dass sie nicht nennenswert sind. Und als Firmatic braucht er in allen Bereichen mindestens einen halben Liter mehr. Und jetzt der nächste, der E300 Diesel mit seinem OM606. Dank der 4-Ventiltechnik liefert er mehr Leistung und produziert gleichzeitig keinen höheren Verbrauch. Stadtverkehr mit Automatik 9,3 Liter, bei 90 km/h 6 Liter und bei 120 km/h 7,6.
und als Schalter braucht eine Stadt 9,8 Liter, bei 90 km/h 5,5 und bei 120 km pro Stunde 6,9 Liter. Er ist also in dieser Disziplin mit seinem Vorgänger, mit dem OM603, vergleichbar. Also, wie man sieht, ist der W124 kein Sparwunder, aber für sein Alter, seine Größe und sein Gewicht ist er durchaus effizient. Die Dieselmodelle sind sogar bis heute noch alltagstauglich. Die Benziner hingegen bieten in der ersten Linie eine angenehme Laufruhe und den puren Fahrspaß. Und jetzt bist du dran. Wie findest du die Verbräuche und welche Erfahrungen hast du mit einem W124 gemacht? Schreib das in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Like bekomme und wenn du meinen Kanal abonnierst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.